Ah, je. Der ist gar nicht so einfach. Sieht immer so einfach aus, aber das ist jetzt hier der totale Kleister. So lange, wie ich hier schon drin umrühre, bis ich dieses Intro fertig habe. Hallo Nico hier, ich freue mich, dich zu sehen. Das wird der Sauerteig für das Weizenmischbrot, was wir heute backen. Den lasse ich jetzt für 5 Stunden reifen und dann legen wir los. Entschuldigung, aber ich habe so oft versucht, dieses Intro zu machen und dieser Sauerteig, der wird definitiv nichts. Den mache ich jetzt gleich nochmal, aber symbolisch, das wird unser Sauerteig. Also legen wir los. Also, nochmal zum Sauerteig, den ich in der Einleitung machen wollte, aber total totgerührt habe. Wir brauchen 200 Gramm Sauerteig. Das Rezept ist nämlich für 2 Brote. Da der Aufwand relativ hoch ist, sollte man ruhig mindestens 2 Brote machen. Für den Sauerteig verwenden wir 20 Gramm deines besten Sauerteigstarters oder Anstellgut, je nachdem wie du es nennst. Das Anstellgut sollte nicht direkt aus dem Kühlschrank kommen, sondern mindestens 2-mal vorher aufgefrischt worden sein. Das Anstellgut mit 100 Gramm Wasser und 100 Gramm Weizenmehl Typ 550 verrühren. Mit einem Tuch abdecken und bei Raumtemperatur für 5 Stunden fermentieren lassen oder bis sich das Volumen verdoppelt hat. Ich blende jeweils die Uhrzeiten ein, wann ich die einzelnen Schritte gemacht habe. Passt die Zeiten aber bitte deinem Leben bzw. deinem Anstellgut an. Sie sollen nur zur Orientierung dienen. Das Video heute ist auch ein wenig länger als sonst, da es einiges zu diesem Brot zu erzählen gibt. Zum Beispiel zum Mehl, das ich verwendet habe, um den Autolyseteig zu machen. Neben 750 Gramm Wasser verwende ich das Nissin NS Venus Weizenmehl, einem japanischen Weizenmehl mit einem Proteingehalt von 13,3%. Da es das außerhalb Asiens nicht gibt, habe ich unterhalb vom Video in der Infobox ein paar mögliche Alternativen verlinkt. Mit einem Weizenmehl Typ 550 aus dem Supermarkt gelingt dieses Brot nicht so, wie es am Ende zu sehen ist. Das habe ich alles schon versucht. Es ist möglich, es ist lecker, hat aber keine offene Krume und ein Ohr bildet sich auch nicht beim Backen. Okay, das wollte ich gesagt haben. Weiter geht's mit der Autolyse. Zu Wasser und Weizenmehl kommen noch 300 Gramm Weizenvollkornmehl und 100 Gramm Roggenmehl Typ 1150. Alle Zutaten anständig verrühren und verkneten, bis das Mehl vollständig mit Wasser benetzt ist. Den Autolyseteig dann abdecken und 1 Stunde quellen lassen. Der Sauerteig sollte inzwischen um das Doppelte aufgegangen sein. Falls nicht, warte noch so lange, bis es soweit ist. 200 Gramm vom Sauerteig abwiegen und in den Autolyseteig einarbeiten. Am besten geht das, wenn du den Teig mit der Hand kreist, ihn hochziehst und gleichzeitig massierst. Wenn der Sauerteig soweit eingearbeitet ist, geben wir 20 Gramm Salz und 20 Gramm Wasser dazu. Den Teig jetzt wieder mit der Hand greifen, hochziehen und dabei massieren, bis das Wasser eingearbeitet ist und du keine Salzkristalle mehr spürst. Die ganze Anleitung gibt es auch noch einmal zum Nachlesen auf meiner Homepage. Mit allen Details und zusätzlich den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit, die bei mir geherrscht haben, als ich den Teig gemacht habe. Der Link dafür befindet sich unterhalb vom Video in der Infobox. Den Teig abdecken und 1 Stunde ruhen lassen. Als nächstes kneten wir den Teig, bis er die sogenannte Fensterprobe besteht. Das dauert etwa 10 Minuten. Richtiges Kneten wird es auch nicht, sondern ein kräftigeres Dehnen und Falten. Da der Teig so feucht und klebrig ist, ist das die beste Methode. Greife dafür den Teig mit einer Hand, ziehe ihn kräftig nach oben und klappe ihn dann um. Wiederhole diesen Vorgang so oft, bis der Teig die Fensterprobe besteht. Um zu testen, ob sich schon genug Gluten entwickelt hat, nehmen wir ein Stück vom Teig ab und ziehen es so weit auseinander, bis man fast hindurch sehen kann. Wenn der Teig dabei nicht sofort reißt, haben wir genug geknetet bzw. gefaltet. Zerreißt der Teig jedoch, bevor man ihn richtig dünn ausziehen kann, muss er noch weiter geknetet werden. Den Teig anschließend mit einem feuchten Tuch abdecken und 1 Stunde ruhen lassen. Um die Glutenstruktur weiter zu stärken und Luft in den Teig einzuarbeiten, werden wir ihn in den nächsten 3 Stunden 3-mal dehnen und falten. Im Prinzip machen wir das gleiche wie vorher beim Kneten, ziehen den Teig aber wesentlich behutsamer in die Länge, um so viel Luft wie möglich in den Teig einzuarbeiten. Den Teig dafür mit einer nassen Hand greifen, damit er nicht daran kleben bleibt, hochziehen, also dehnen und umklappen. Die Schüssel dabei immer ein Stück weiter drehen und den Teig 5 bis 6 Mal dehnen und falten. Mehr geht wahrscheinlich sowieso nicht, weil der Teig immer kräftiger wird.
Irgendwann kann man die ganze Schüssel damit hochziehen, aber der Teig dehnt sich nicht mehr wirklich. Den Teig wieder mit einem feuchten Tuch abdecken und eine Stunde ruhen lassen. Das Dehnen und Falten danach noch zweimal ausführen, jeweils nach einer Stunde. Nach dem dritten Mal Dehnen und Falten den Teig wieder eine Stunde ruhen lassen. Okay, die nächsten beiden Schritte sind entscheidend für eine schöne Form der Brote und auch die Trickreißen. Wie man sehen kann, ist der Teig schon gut aufgegangen und reichlich Luft eingearbeitet. Wenn man die Schüssel etwas hin und her bewegt, kann man das gut spüren, wie locker der Teig ist. Den Teig jetzt vorsichtig auf die bemehlte Arbeitsfläche gleiten lassen. Schön behutsam, wir wollen keine Luft aus dem Teig pressen. Zumindest so wenig wie möglich. Die klebrige Seite vom Teig zeigt jetzt nach oben und mit klebrig meine ich so richtig klebrig. Das ist jetzt etwas schwierig, aber der Teig muss in 2 gleiche Hälften geteilt werden. Schneide den Teig mit einer Teigkarte und versuche unter den Teig zu greifen, also der bemehlte Teil, und ziehe die Teigportionen auseinander. Möglichst weit auseinander, weil sie versuchen, sich immer wieder zu berühren und zu verkleben. Diese gemeinen, klebrigen Teigportionen müssen jetzt noch rund geformt werden. Fahre dafür mit einer Teigkarte unter den Teig und klappe eine Hälfte zur Mitte ein. Sie sollte problemlos festkleben. Jetzt von der gegenüberliegenden Seite unter den Teig fahren und zur Mitte hin einklappen. Wiederhole das Ganze von links und rechts und falls nötig noch so oft, bis der klebrige Teil vom Teig eingeschlossen ist. Klappe das gesamte Teigstück dann um, falte es mit den Händen immer weiter zusammen, bis ein gleichmäßiges, rundes Teigstück entstanden ist. Sei so lieb und hilf dem Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Das hilft mir unheimlich, weil das Video dann auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Unterstütze mich bitte auch dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Die Teigstücke dann mit einem feuchten Tuch abdecken und 10 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit können wir 2 längliche Brotkörbchen mit Mehl ausstäuben. Ich verwende hier Reismehl, weil das die Feuchtigkeit vom Teig nicht annimmt. Du kannst aber auch normales Mehl verwenden, wenn du nicht extra Reismehl kaufen möchtest. Kommen wir zum Formen der Brote. Dafür die Teigoberfläche mit Mehl abstäuben und das Teigstück mit Hilfe der Teigkarte in möglichst einem Schwung umdrehen. Dadurch liegt die klebrige Seite wieder oben. Mit den Fingern unter den Teig fahren und ihn so behutsam wie möglich zu einem Rechteck ausziehen. Wir wollen keine Luft mehr herausdrücken. Den Teig von links zur Mitte hin einklappen und etwas andrücken. Dann die rechte Seite vom Teigstück zur Mitte hin einklappen und die Naht mit den Fingerspitzen zusammenzwicken. Dadurch kann der Teig nicht mehr auseinanderlaufen. Entferne jetzt mit Hilfe eines Backpinsels so viel Mehl wie möglich. Rolle den Teig dann von oben nach unten wie eine Schnecke auf und verschließe die Seiten, indem du den Teig über die offene Seite ziehst. Den geformten Brotleib dann umdrehen, damit die Naht nach oben zeigt und ihn in das Brotkörbchen legen. Die Formen mit einem feuchten Tuch abdecken und den Teig für 1 bis 2 Stunden reifen lassen. Wie lange das genau dauert, hängt davon ab, wie schnell dein Teig jetzt reift. Das liegt zum einen an deinem Sauerteig und welche Temperatur gerade herrscht. Je kräftiger dein Sauerteig ist, desto schneller geht es, beziehungsweise je wärmer es ist, desto schneller reift der Teig. Der Teig ist in jedem Fall reif genug, wenn er auf leichten Druck mit dem Finger langsam zurückfedert und nur ein minimaler Abdruck zurückbleibt. Federt er schnell zurück wie ein Gummi, ist er noch nicht entspannt genug und muss weiter reifen. Überprüfe das in regelmäßigen Abständen. Wenn der Teig reif ist, die Gärkörbchen abdecken und für 12 bis 24 Stunden bei 4 bis 5 Grad in den Kühlschrank stellen.
Zeit, die Brote zu backen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Brote können direkt auf einem Pizzastein gebacken werden, der für 1 Stunde bei 250 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt wurde. Zusätzlich eine hitzebeständige Form auf den Boden des Backofens stellen, in der wir später Dampf erzeugen. Ich verwende eine Gusseisenpfanne, in die ich zusätzlich ein paar Bindsteine gelegt habe, um noch mehr Hitze zu speichern und Dampf zu erzeugen. Eine Auflaufform geht natürlich auch, das Ergebnis ist aber nicht ganz so gut. Wer keinen Pizzastein hat, kann auch ein umgedrehtes Backblech verwenden und mit einem Stück Backpapier belegen. Wichtig ist, dass es gut vorgeheizt ist, damit die Temperatur beim Backen so wenig wie möglich absinkt. Meine favorisierte Methode ist, das Brot in einem Gusseisentopf oder Dutch-Ofen zu backen. Das Ergebnis ist hier absolut das Beste, das kann ich wirklich sehr empfehlen, nicht nur für dieses Brot. Die Brote nacheinander backen und aus dem Kühlschrank nehmen. Wir backen sie direkt, nachdem wir sie aus dem Kühlschrank genommen haben. Ich zeige hier die Methode mit einem Gusseisentopf. Wie gesagt, das ist die beste Methode für mich. Den Brotlaib auf ein Stück Backpapier stürzen und das Mehl mit einem Pinsel entfernen. Das verbrennt ansonsten nur und schmeckt nicht wirklich lecker. Den Brotlaib mit einer Rasierklinge im 45-Grad-Winkel über die gesamte Länge einschneiden. Den vorgeheizten Gusseisentopf aus dem Backofen nehmen und den Brotlaib hineinsetzen. Den Deckel aufsetzen und den Topf zurück in den Backofen stellen. Das Brot mit geschlossenem Deckel für 20 Minuten backen. Anschließend den Deckel abnehmen und sich freuen. Das Brot in weiteren 30 bis 40 Minuten bei 220 Grad fertig ausbacken. Herausnehmen, auf einem Gitter für mindestens 2 Stunden abkühlen und sich noch mehr freuen. So, hier einmal noch angucken, bevor ich es ausschneide. Sieht das geil aus oder was? Ich meine, hey, so ein Brot kann man nicht kaufen. Das kann man nur selber machen. Und auch wenn ich es ehrlich gesagt gar nicht aufschneiden mag, weil das sieht so schön aus, ich komme nicht drum herum. Ich meine, ich möchte es ja schließlich auch essen, ne? Und wir wollen ja auch reingucken. Ich gehe mal davon aus, es sieht innen genauso gut aus wie außen. Hoffentlich. Wenn nicht, dann wissen wir es gleich. Ne? Oh, nee, ich traue mich gar nicht. Ich habe auch ein neues Messer gekauft. Allerdings, das ist genauso beschissen. Oh. Okay. Ja, okay. Ein gerader Schnitt ist was anderes. Definitiv. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich weiß, ich brauche ein neues Messer. So. Tada. Bitte schön, meine Damen und Herren, meine Freunde des guten Geschmacks. So muss ein Brot von innen aussehen. Und so muss ein Brot von außen aussehen. So, das gesagt. Das war jetzt lange genug. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in diesem hier oder in diesem, in irgendeinem von den beiden, die da zumindest gleich erscheinen. Das gesagt, der Nico ist weg. Es gibt gleich Abendbrot. Tschüss. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.